Wir haben im letzten Video uns angesehen, was eigentlich mit Cloud alles möglich ist. Der Begriff ist ja wirklich weit gefasst, aber ich habe mal die herkömmlichen Begriffe kurz XaaS als X as a Service erklärt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Infrastructure as a Service ist es auch, wenn ich mir einfach so einen Server miete, und damit fallen sehr viele Anbieter in den Begriff Cloud, wenn nicht zu sagen alle. Aber in Richtung PaaS, also Platform as a Service, wird die Luft dann ein bisschen dünner. Ich möchte heute mit euch einen kurzen Blick in die Marktriesenrichtung wagen, die Cloud-Dienstleistungen anbieten. Die drei größten Anbieter auf dem Markt sind AWS, Amazon Web Services, GCP, Google Cloud Plattform und Microsoft Azure. Ja, da spricht man Azure aus, nicht Azure. Ich habe extra nochmal bei dem Microsoft Developer nachgefragt. Natürlich ist das nur das absolut obere Ende der Fahnenstange. Da wären noch so viele weitere Beispiele, die man in so einen Vergleich mit reinbringen müsste. Zum Beispiel IBM Cloud, Red Hat, Heroku, Oracle, Alibaba, Huawei, Linode, DigitalOcean und noch ein paar deutsche Anbieter zu nennen, haben wir auch noch Telekom und Hetzner. Die haben alle ihre eigene Cloud. Und bei Amazon, naja, da schwimmen zum Beispiel immer ein bisschen Bedenken in Richtung Datenschutz mit. Das kann ich absolut verstehen. Aber die drei eingangs genannten dominieren nun mal den Markt extrem, weswegen sich auch der Einstieg ins Thema Cloud am besten mit einem der drei lernen lässt. Denn hat man einen davon gelernt, dann hat man einen der Anbieter, die am meisten abdecken. Sprich, man kann mehr Features, kennt mehr Kniffe und hat mehr Verständnis für die wesentlichen wichtigen Aspekte. Um hier vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen. Der Marktanteil bei IaaS im Jahr 2020 war bei Google Cloud Plattform 6,1%, bei Azure 19,7% und bei AWS unglaubliche 40,8% des gesamten Marktes. Da bleibt ungefähr noch ein Drittel für alle anderen Anbieter zusammen. Auch bei Platform as a Service ist AWS absolut dominierend mit fast 50%. 50! Nicht 15, 50. Microsoft folgt dann mit den 15%, 15,5 genau gesagt, gefolgt von der Alibaba Cloud mit 7,7% und Google mit 4%. Im Bereich Software as a Service dominiert ebenfalls wieder Microsoft mit ca. 17% Marktanteil. Das kommt natürlich hauptsächlich von ihren Office 365 Lösungen, Exchange-Servern etc. Gefolgt wird das Ganze von Salesforce und von Adobe. Die kommen direkt danach mit 12 bzw. 10% Marktanteil. Und dann kommt auch schon SAP, die übrigens ein stärkeres Wachstum hinlegen aktuell als Microsoft. Der Markt ist riesig. Zum Vergleich, Amazon meldete einen Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar im Jahr 2020 allein durch ihre Web-Services. Und Azure? Das wächst unaufhaltsam, vor allem in deutschen Unternehmen. Sie sind in mehr Regionen physisch vertreten als AWS und GCP zusammen. Beispielsweise in der Schweiz, da ist Microsoft zweimal vertreten mit 2 Datenzentren, Google einmal und Amazon, das kommt dann irgendwann im nächsten Quartal. Und selbst ich bin Fan von ein paar von den Funktionen von Azure. Klar, man kennt Microsoft 365 für Produktivität nicht übel, vermutlich sogar das Beste, was es aktuell da draußen gibt. Zumindest von den Funktionen. Aber Microsoft hat vermutlich das beste Identity Management, das es da draußen gibt. Active Directory. Hat man zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter oder geht jemand, kann man absolut problemlos nachvollziehen, wo er hingeht und was er noch für offene Konten hat. Microsoft kommt von der Softwareperspektive und bietet enorm viele SaaS-Produkte. Dementsprechend vorne liegen sie auch mit ihrer Cloud in diesem Bereich. AWS hingegen ist eigentlich mit der Begründer des Cloud Computings gewesen und hat damit enorm viele Erfahrung, natürlich viele seiner Dienste überhaupt seither entwickelt. Es gibt wirklich für alles etwas bei AWS und AWS ist damit sogar locker 20% günstiger als das, was Microsoft anbietet. Ihr wollt direkt eine KI trainieren und für diesen Vorgang mal soeben einige Grafikkarten in Kombination mieten, zum Beispiel 8 auf einmal? Kein Thema. Ihr braucht eine virtuelle Kali-Maschine für irgendwelche Pentesting-Sachen? Bitteschön. Leider kann AWS wirklich extrem verwirrend sein, gerade für Anfänger, und hier finde ich persönlich punktet Google. Denn sie machen ihre Cloud-Dienste deutlich leichter zugänglich, als Amazon oder Microsoft das tun. Zudem sind sie verhältnismäßig günstig, bieten aber deutlich weniger als andere Anbieter das tun. Es sei denn, man möchte die Google-Dienste nutzen. Dann wird das ganz schnell anders. Google Maps, Google Firebase, YouTube, Google Drive, Docs, Gmail, Google Workspace, alles an einem Ort und ziemlich intuitiv nutzbar.
Aus genau diesem Grund ist Google auch mit der Anbieter, der am meisten im Consumer-Bereich zu finden ist. Ihr habt vermutlich alle schon mal privat Google Docs oder sowas genutzt, nehme ich mal an. Aber wer von euch hat schon mal privat Office 365 genutzt? Und wer von euch kennt überhaupt eine Dienstleistung von Amazon für diesen Markt? Ich denke, wir sehen hier recht leicht, wo der Fokus der jeweiligen Anbieter liegt. Google will für App-Entwickler da sein und für Endkunden. Aber für große Firmen mit eigenen Services im komplexeren Bereich ist dann doch eher Microsoft oder AWS ein Thema. Und hier kommen wir zum Knackpunkt. Durch die so sehr unterschiedlichen Funktionen dann am Ende auch, lernt man eigentlich mehr mit den Produkten der Firmen umzugehen, diese richtig einzurichten und diese richtig anzuwenden. Da gibt es so viele Fallstricke und so viel, was man überhaupt erstmal machen kann. Allein das ist ein halbes Studium. Und es kommt ja ständig was hinzu. Amazon macht ein Deployment alle 11 Sekunden im Schnitt. Ihr könnt euch also ausrechnen, wie viele das bei der aktuellen Minute im Video wären. Da Schritt zu halten mit allem, was neu ist verdammt viel Arbeit. Gleichzeitig bindet man sich extrem an die Firmen. Ist man einmal bei Azure, ist der Umstieg auf AWS gleichbedeutend mit einem Rewrite des halben Projekts. Das will schon was heißen. Man sollte also sich wohl gut überlegen, welchen Anbieter man möchte oder ob man vielleicht doch bei IaaS bleibt, um flexibler zu sein. Auf der anderen Seite, enorm viele Dienste von Cloud-Plattformen können in allen Arten von Betrieben das Leben so dermaßen erleichtern. Ja, ihr müsstet lernen, mit Google Firebase umzugehen, aber wenn ihr das nicht macht, müsst ihr lernen, einen Server zu administrieren, APIs umfangreicher zu entwickeln, die Funktion selber zu schreiben, Docker zu verwalten, Monitoring einzubauen, Patches einzubauen und noch mehr. Also, ja, Trade-off, ne? Ähnlich sieht es mit vielen anderen Anwendungen am Ende auch aus. Und dafür habt ihr mich. Ich will euch da ein bisschen helfen und das ist ein wichtiges und Cloud Security ist ein völlig anderes Thema als normale Security. Da kann so viel passieren und ich würde es lieben, in dieses Thema mit euch reinzudippen. Aber dazu brauchen wir natürlich erstmal die Grundlagen von Cloud und müssen damit umgehen können. Bis dahin, einen Anbieter haben wir heute nur sehr kurz erwähnt im Bereich SaaS. SAP ist hier auch ein wirklich dominanter Platzhirsch, auch gerade in großen Unternehmen und immer mehr gefragt. Ich darf am 17. März auch wieder Speaker auf der Job.io von Get in IT sein und dieses Mal dreht es sich vollständig um das Thema SAP. Ich selbst bin da noch nicht so tief drin, deshalb gibt es von mir generell einen Einblick ins Cloud-Thema, ähnlich wie auch in diesem Video, aber da sind natürlich noch sehr viele andere Speaker und viele coole Firmen, die euch wie üblich suchen. Denn nicht vergessen, ihr als ITler seid sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Wir hören uns also am Donnerstag, dem 17. März um 14 Uhr wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, ciao.